Ramadan Tag 2 und er fängt wieder chaotisch an. Auf jeden Fall habe ich am Abend schon das Frühstück, nächtliche Frühstück, ja, nennen wir es so. Also der eigentliche Begriff ist Sahur, nennt man das. Ja. Iftar ist das, was von abends essen tut, das Fastenbrechen, und nachts ist das Sahur. Deswegen, ich sage es immer, nächtliche Frühstück. Habe ich dann am Abend schon vorbereitet. Ich dachte so, nee, ich muss mich hinlegen, ich muss schlafen. Hat nichts genützt. Auf jeden Fall, ich habe am Abend, das war so, glaube ich, kurz vor 1 Uhr morgens, habe ich Overnight Oats vorbereitet und ich habe dafür Quark genommen, Joghurt und Kefir habe ich zusammengemixt. Dann habe ich das Ganze ein bisschen gesüßt mit Ahornsirup. Ich habe noch reines Whey-Protein, also reines Molkenprotein noch reingegeben. Das ist geschmackslos. Und dann Haferflocken, Gerstenflocken und Chiasamen. Genau, habe ich Haferklein reingemacht? Ich glaube nicht, ne? Einfach zusammengemixt und in den Kühlschrank stehen lassen, und dann haben sich die Kids dann selber das Ganze genommen und ja, noch Banane und weiß ich was die für Toppings drauf gemacht haben. Ich glaube, einer hat mitgefilmt. Seht ihr ja dann wahrscheinlich gerade. Also, ich bin wie gesagt nicht aufgestanden. Dafür bin ich genau um 5 Uhr wach geworden, als sie dann gerade mit ihrem Frühstück fertig waren und schon wieder sich bettfertig gemacht haben. Ja, bin ich dann wach geworden und dann konnte ich nicht einschlafen. Dann hat wieder mein Kopf gerattert und irgendwie komischerweise immer dann, wenn ich nachts wach werde, dann kommen mir mal lauter Ideen. Dann fange ich an, mir im Handy Notizen zu machen, was ich alles so für Videoideen auf einmal oder Rezeptideen habe. Ist so voll komisch. Eine Schwangerschaft, seitdem mir das passiert, dass ich nicht schlafen kann. Auf jeden Fall nicht nur dann, dass mein Gehirn dann rattert, dann kann man erst recht nicht einschlafen. Dann hat mich das Sodbrennen auch noch gequält. Also ich war dann bis 8 Uhr morgens wach. Am Ende habe ich wieder, weil ich schlaf extra schon höher, das hilft ja schon beim Sodbrennen, aber ich habe dann extra nochmal mein Stillkissen hochgemacht, als ich schon wieder so fast im Sitzen geschlafen habe. Ja, und dann habe ich dann nochmal geschlafen bis um 11:30. Und dann bin ich wach geworden und habe die ganze Zeit am Computer gesessen, weil ich habe euch ja gesagt, die liebe Victoria schneidet ja hier die Videos, aber ich weiß nicht, was für ein Problem wir hatten. Ich habe extra so ein Laufwerk, so ein Abo. Ich habe dafür voll viel Geld bezahlt, wo ich dann immer meine Dateien reinpacke, damit sie dann von zu Hause aus diese Dateien rübernehmen kann und dann das Video schneiden kann. Und dann waren ihre Dateien die ganze Zeit fehlerhaft und die ganze Zeit waren da irgendwelche Probleme, und dann habe ich die Dateien einzeln umformatiert, weil wir dachten, okay, es liegt an der Größe. Hin und her hat wieder nicht geklappt. 50 Mal das Ganze rein und raus gemacht. Sowas von ärgerlich. Und sie hat auch direkt mit den Leuten da auch telefoniert und so weiter. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr spät. Es ist schon 14 Uhr und ich lade hier jetzt immer noch die Dateien jetzt über ein anderes System hoch, die fehlenden, in der Hoffnung, dass sie das Video rechtzeitig schneiden kann. Also das ist ja Ramadan Tag 1, den wir hier gerade bearbeiten. Das heißt, wenn ihr den gesehen habt, habt ihr den wahrscheinlich, ich denke mal, relativ spät gesehen, weil bis der bei mir dann ankommt, ne, sie das geschnitten hat, bei mir ankommt, ich muss noch mal runterladen, ich muss auf YouTube hochladen. Oh mein Gott, und dann habe ich mir gedacht, hätte ich in der Zeit, die ich nicht einschlafen konnte, hätte ich das Video dann wahrscheinlich selber geschnitten. Ich lasse jetzt hier die ganze Zeit den Mac hier offen, damit ich hier sehe, dass hier nichts abbricht, weil gerade eben auch wieder hat die Datei gehangen. Ich sag's euch, ist der Wurm drin, ne? Gestern war ich auch wirklich kaputt, Rückenschmerzen, Beinschmerzen. Und dann, wenn du auch noch dann nicht ausschlafen kannst, ist es auch noch mal so eine Katastrophe. Auf jeden Fall, ich habe noch mehr Kokoswasser bestellt, ist auch gerade angekommen. Aber ich sehe, die Kinder haben nicht viel getrunken, ne, von dem Kokoswasser. Ja, trinkt halt nicht jeder, aber es ist auch gut in der Schwangerschaft zu trinken. Deswegen egal, ich habe jetzt hier noch mal 6er und da auch noch mal 6er Pack, glaube ich. Ich habe jetzt, glaube ich, so 12 Liter Kokoswasser noch mal bestellt, die großen. Das ist jetzt einmal das 750 Milliliter, genau. Die habe ich einmal bestellt, die habe ich schon öfters gekauft. Ich habe noch eine andere Marke bestellt, mal gucken, ob das auch schmeckt. Das ist nämlich 1 Liter, das kommt noch mal ein bisschen günstiger. Aber ich mache mir das jetzt auch, weil das ist natürlich auch in der Schwangerschaft gut zu trinken. Deswegen mache ich das. Ich mache mir da auch direkt auch ein bisschen Zitronen und ich glaube, ich mache mir auch die Chiasamen rein, weil Chiasamen ist auch gut, ist auch eine gute Omega-3-Quelle. Deswegen, ja, und sonst komme ich auch nicht dazu, die irgendwie so einzunehmen. Deswegen denke ich, ich mache mir davon auch so einen Teelöffel. Zu viel soll es jetzt auch nicht sein, das reicht fürs Wasser. Also Ramadan-Vlog-Reihe startet schon mal echt katastrophal, muss ich sagen. Aber ich hoffe, wir kriegen das noch gelöst. Aber es sind so Sachen, ja, die ärgern einen, vor allem, weil das die Zeit nimmt. Ich muss anfangen zu kochen.
Wir machen ja was, heute ist ja wahrscheinlich ein bisschen später, 17, was war, gestern war es ja 17, was, 32, heute ist bestimmt irgendwas 17:36 oder so, was um den Dreh. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich spät dran. Wisst ihr, was ich eigentlich heute machen wollte? Ich wollte heute Pierogi machen. Ich habe seit Tagen Appetit, selber Gelüste auf Pierogi und wollte die machen, aber das schaffe ich nicht. Erstens ist es ja so, dass die Kinder sind ja lange in der Schule, bis die da aus der Schule kommen. Die haben irgendwie nur mittwochs so relativ früh Schluss, ansonsten sind die bis 16 Uhr in der Schule. Das heißt, wenn die nach Hause kommen, bis die sich umziehen, ready machen und so, ist ja auch schon, bin ich ja schon fast mit dem Essen fertig. Das heißt, mir kann keiner helfen. Das ist so das Problem. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ey, ich muss ja auch gleich wieder anfangen zu kochen und vorbereiten. Deswegen habe ich gesagt, heute mache ich was ganz Leichtes. Und morgen ist ja Samstag. Ja, heute ist Freitag, ne? Ja, morgen ist Samstag. Dann sind die Kinder zu Hause. Dann können die mir helfen. Dann mache ich lieber das, ne? Pierogi und so ist ja auch immer gut, wenn dann jemand da mithelfen kann. Eigentlich wollte ich auch eine Focaccia backen, ja, dass nicht immer Hikmet Fladenbrot kaufen muss, weil der fährt auch immer so weiter runter nach Kreuzberg, immer um diese leckeren Ramadan-Fladenbrote zu kaufen. Ich wollte eigentlich Focaccia machen. Wie gesagt, jetzt fehlt mir die Zeit, weil ich hier damit beschäftigt bin. Also ich hoffe, ihr appreciated meine harte Arbeit hier, die ich investiere. Man denkt immer so, es ist so easy immer alles, aber ja, es nimmt alles Zeit. Also ich mache mich jetzt einmal ein bisschen fresh, ziehe mich um und dann fange ich irgendwas an. Irgendwas anzumachen. Ich habe mein Gesicht schon gewaschen. Das mache ich immer ohne Kopftuch. Kann ich euch nicht zeigen, weil danach ist ja hier alles nass. Auf jeden Fall, ja, während ich ja meine Skincare-Routine mache, ist mir eine Sache eingefallen, die ich mit euch teilen wollte. Ich fand das so witzig und ich wollte mal das von euch hören, weil meine Mama war letztens da und dann meint sie zu mir, ach, guck mal, deine Tochter hat dir deine Schönheit nicht geklaut. Ne? Und viele kennen das ja mit diesen, dass man ja auch vorher schon, bevor man irgendwie das Geschlecht sieht beim Ultraschall, dass man dann so raten tut, was es denn für ein Geschlecht hat, anhand zum Beispiel, dass man dann irgendwie ja nicht hübsch aussieht in der Schwangerschaft, beziehungsweise schlechte Haut bekommt. Das heißt, das ist ein Mädchen, weil es deine Schönheit nimmt oder bestimmte Essensgelüste und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, deswegen hat mich das mal interessiert, hat bei euch jemals was zugetroffen? Weil ich muss sagen, von all diesen Sachen, die es so gibt, hat bei mir, glaube ich, noch nie irgendwas gepasst. Also ich muss sagen, ich habe in keiner meiner Schwangerschaften schlechte Haut bekommen. Meine Essensgelüste waren eigentlich in allen Schwangerschaften. Ich kann ja nur vergleichen, jetzt einmal, Mariam war ja mit dem Mädchen erste Schwangerschaft, dann war ja Sechslinge, da war ja kunterbunt, ne? Da hatten wir Jungs und Mädchen. Und danach Malik Musa und jetzt halt wieder Mädchen. Ich habe da auch gar nicht so drauf geachtet, aber ich finde schon, ja, dass ich sowas nicht hatte, weil gerade auch so Essensgelüste oder so ist bei mir eigentlich immer gleich. Wenn ich so ein bisschen so Gelüste habe, dann ist es immer auf Süßes. Also ich hatte nie irgendwie, dass ich sage, in einer anderen Schwangerschaft, da hatte ich Gelüste auf irgendwelche anderen Sachen. Von daher, ja, würde mich mal interessieren, ob das bei euch zutrifft. Auf jeden Fall musste ich ja jetzt in der Schwangerschaft so ein bisschen meine Skincare-Routine anpassen, da ich ja nicht alle Wirkstoffe benutzen kann. Und apropos Wirkstoffe, wollte ich euch hier nochmal einen kleinen Tipp geben. Und bevor mir wieder welche Leute schreiben, ich finde das immer so gemein, ich habe kein Botox. Ich habe Botox im Masseter-Muskel, also im Kiefermuskel gegen Zähneknirschen. Das habe ich zweimal gemacht. Ich muss sagen, Alhamdulillah, das war wirklich das Einzige, was mir geholfen hat. Also wer mir schon länger folgt, der weiß meinen Struggle, den ich sehr, sehr lange hatte mit meinem verspannten Kiefer, Kopfschmerz und alles, was da noch da mit dabei war richtig schlimm. Ich muss sagen, das hat, ja, war das Einzige, was mir dann geholfen hat, dass ich keinen verspannten Kiefer mehr habe und ja, nicht mehr mit den Zähnen so doll knirsche nach. Ansonsten hier meine Stirn, alles, meine Augen, ich sag ja immer, vor allem auf Instagram, gerade so auf Reels und so weiter, und ich kriege immer so, voll die Botox, voll die Botox, voll die Füller und so. Ich so, ja, ich habe ein slawisches Gesicht, ja, als Osteuropäerin, haben mir viele Osteuropäerinnen geschrieben, die haben halt auch oft hier diese ja, ausgeprägten Wangenknochen, sage ich jetzt mal, wo sich andere halt eben dann Filler reinspritzen. Ich kann halt, mein Gesicht ist so, wie es ist. Ich kann euch halt meine Tipps so mitgeben. Ich kann halt einfach sagen, ein gesunder Lebensstil trägt dazu bei. Es ist natürlich auch die Genetik. Meine Mama sieht auch immer jünger aus. Also meine Mama sah immer jünger aus, 4 Jahre Alter. Dann eben ein gesunder Lifestyle, die Ernährung, die Lebensweise zeigt sich natürlich auch im Körper, im Gesicht, in der Haut. Das sind all solche Dinge, wo ich sage, das ergibt natürlich auch Sinn, aber ich gehöre auch zu den, ja, vielleicht wenigen Glücklichen, die halt, ja, eigentlich nie so wirklich Hautprobleme hatten, gerade was Unreinheiten angeht, etc. Und ich habe halt sehr früh schon angefangen mit einer guten Gesichtspflege, deswegen ich schwöre darauf, ich schwöre eben auf die richtigen Wirkstoffe.
Und ich weiß, dass eben das für viele ein schweres Thema ist, weil viele nicht wissen, ja, was braucht denn meine Haut? Und die Lösung für euch, wenn ihr nicht wisst, was brauche ich für meine Haut? Welche Wirkstoffe sind denn für meine Haut ideal? Dann habe ich die perfekte Empfehlung, und zwar Formel Skin. Mit Formel Skin ist das so easy. Ihr müsst nämlich nicht zum Hautarzt rennen und eure Haut analysieren lassen. Ihr könnt das Ganze nämlich online machen, indem ihr einen Fragebogen ausfüllt, dann Fotos von eurem Gesicht zusendet und anhand dessen wird von Hautärzten eure Haut analysiert und für euch und eure Bedürfnisse, eure Haut, die individuelle Pflege angemischt. Ja, das bekommt ihr nicht in der Drogerie. Hier ist nochmal der Unterschied. Hier sind eben ganz andere Wirkstoffe, die sind 5-mal stärker, als was ihr so in der Pflege aus der Drogerie kennt. Diese werden nämlich in der Apotheke für euch angemischt und dann nach Hause gesendet. Also ihr seht auch hier steht auch mein Name. Das ist also die individuelle Formel für meine Haut. Wenn ihr das Formular abgeschickt habt, bekommt ihr innerhalb von 24 Stunden euren individuellen Behandlungsplan. Das heißt, ihr spart euch den Stress mit dem Hautarzt, könnt alles online machen. Sei es eben, habt ihr Rosacea, habt ihr Akne, Unreinheiten, ob ihr eure Pigmentflecken loswerden wollt oder Falten oder einfach eine trockene oder sehr fettige Haut habt und nicht wisst, welche Wirkstoffe brauche ich, dann seid ihr mit Formel Skin eben auf der richtigen Seite. 9 von 10 Personen sehen auch die ersten Ergebnisse nach 6 bis 8 Wochen. Also lasst dem auf jeden Fall Zeit. Ihr müsst das Ganze mindestens 2 Monate benutzen, weil die Haut braucht seine Zeit, um sich an die Wirkstoffe zu gewöhnen und das Ergebnis zu zeigen. Auch nicht wundern, falls in den ersten Wochen sich sogar eure Haut verschlechtern sollte. Da ist eben der Vorteil, ihr könnt jederzeit mit euren Hautärzten kommunizieren, Nachrichten schreiben. Ihr macht nämlich auch monatlich einen Check-in, also ist super praktisch, dass ich denke mal nicht daran, ich kriege dann immer eine Erinnerung und dann heißt es, bitte schick mal wieder neue Bilder, wir müssen uns wieder mal deine Haut angucken und dementsprechend wird die Formel wieder angepasst. Und das war für mich der Vorteil, denn ich blende euch auch zwischendurch mal so Bilder ein. Ich kenne ja Formel Skin schon seit Ende 2020, also es werden jetzt fast 6 Jahre sein und ich benutze das wirklich regelmäßig. Ab und zu pausiere ich mal, das ist also gar kein Problem. Ihr könnt jederzeit das Ganze auch pausieren und ihr habt auch eine 90-tägige Geld-Zurück-Garantie. Und bei mir war es halt jetzt eben der Vorteil, dass ich mit meinen Ärzten schreiben konnte und gesagt habe, so, ich bin jetzt schwanger, was kann ich jetzt benutzen? Kann ich noch weiter die Formel benutzen? Und dann wurde mir direkt mitgeteilt, dass meine Formel mit den und den Wirkstoffen geändert werden kann, die ich dann problemlos in der Schwangerschaft benutzen kann oder ob ich halt pausieren möchte. Und wenn man sich vor allem so meine ganz alten Bilder anguckt, also für mich war ja damals so, ich hatte mehr begonnen, war mein Fokus auf meinen Pigmentflecken. Und ich muss sagen, wenn ich das vergleiche mit den alten Bildern, da hat sich definitiv super viel getan. Jetzt bin ich mehr so weiter so einfach Antifalten und so weiter, ne, dass die Haut schön glatt bleibt. Und ich mag einfach die Formulierung. Ich liebe den Cleanser, der ist unter anderem mit Salicylsäure. Er trocknet meine Haut nicht aus, aber er nimmt trotzdem, zum Beispiel wenn ich ein bisschen geschminkt bin und so weiter, das Ganze komplett runter. Dann haben wir eben die Formel, die benutze ich immer abends. Wirklich nur diese 3 Schritte, das ist super easy. Dann kommt die Formel auf mein Gesicht und dann nur noch die Tages- und Nachtcreme. Dort könnt ihr entscheiden, ob ihr die leichte Pflege wollt oder die reichhaltige. Ich habe aktuell die leichte Pflege und auch die liebe ich total, weil ihr habt hier unter anderem Panthenol und Ceramide. Also ich glaube, ich habe euch genug zugetextet, was bei mir jetzt noch fehlt. Die Formel benutze ich ja abends, da es jetzt morgens ist, nur noch meine Creme und das war's. Und dann bin ich schon ready und ich vergesse jedes Mal, dass ich ein Kopftuch anhabe und nehme zu viel, weil ich ja natürlich auch alles schön Hals und Dekolleté runterstreiche. Testet sehr, sehr gerne Formel Skin, denn aktuell habe ich ein Angebot für euch. Mit meinem Rabattcode bekommt ihr auf die ersten 2 Monate 40% Rabatt. Das heißt, ihr zahlt statt 44 Euro nur 26 Euro. Das Angebot gilt eben für Neukunden und das würde ich euch wirklich raten. Inbegriffen habt ihr eine Hautanalyse und eben eine Formel nur für euch entwickelt. Ich würde euch definitiv raten, das Angebot zu nutzen, denn für 26 Euro für 3 Produkte, eine medizinische Hautanalyse und eben eine individuelle Formel nur für eure Bedürfnisse entwickelt. Damit macht ihr nichts falsch. Ich habe euch den Link unten in der Videobeschreibung gepackt, also schaut da gerne vorbei und lasst euch eure Haut analysieren.
Salat? Weißt du doch. Schnell machst du doch nicht zum ersten Mal Salat. Aha, Zeynep. Drückkäse und was? So, wir sind gut in der Zeit. Die Kids sind auch vorhin gekommen, haben schon den Salat geschnippelt. Ich habe die Bolognese gekocht. Wie ihr gesehen habt, habe ich nur... Was habe ich? Ich habe einen Thermomix klein gemacht. Vielleicht habt ihr das nicht erkannt. Das war Sellerie, Karotten, Zwiebel und Knoblauch angebraten mit Hackfleisch. Und dann die passierten Tomaten und Gewürze. Und jetzt mache ich eine Lasagne. Normalerweise mache ich 2 Bleche. Aber wie gesagt, im Ramadan isst man ja eher weniger. Und wir haben ja auch noch Suppe als Vorspeise und Salat. Suppe mache ich eine Brokkoli-Cremesuppe. Und Salat ist jetzt so ein gemischter Salat mit Roma-Salat, Tomaten, Gurke, Tomate, Avocado und etwas Feta-Käse. Also ganz simpel. Jetzt haben wir, glaube ich, noch... Wie spät ist es jetzt? 40 Minuten, das ist genau richtig. Für die Lasagne nur noch Suppe, Salat nur noch zusammenrühren. Super easy und schnell. Bechamelsoße habe ich auch im Thermomix gekocht. Also das ist die Bechamelsoße vom Thermomix. Ist halt praktisch. Ihr kennt ja Bechamel, müsst ihr einfach nur ein bisschen Butter und mit Mehl anschwitzen und dann das Ganze mit Milch aufgießen und ein paar Gewürzen. Und dann habt ihr eine Bechamelsoße. Nur am Herd muss man halt stehen und das halt rühren, damit das unten nicht anbrennt. Deswegen ist immer, finde ich, der Thermomix dafür ganz praktisch, weil der mir das natürlich hier schon rührt und dabei einkocht, geht das alles viel schneller. Und ich bin schon wieder aus der Puste und ich merke wirklich, also das ist schon diese Ü40 schwanger ab 3. Trimester. Ich merke, es wird wirklich langsam hart. Das ist nicht mehr das, was das mal war, ne, wenn man als man jung war. Aber ich sag, na Gott sei Dank war ich wenigstens vorher schon, dass ich die 2, 3 Jahre, wie lange habe ich schon? Ja, über 2 Jahre Sport gemacht, Krafttraining gemacht, weil ich glaube, ey, sonst, ich will mir dann gar nicht vorstellen, wenn ich vor 2 Jahren schwanger geworden wäre, wie es mir dann jetzt ging. Jetzt halt so klassisch, ne? Also Rückenschmerzen, dicke Beine, das ist halt jetzt einfach so schlechter Schlaf, also es ist Schlaf, macht auch einen Kirre. Irre, Kirre, Mirre, was auch immer. Ich meine, es ist ja gut, es gewöhnt einen so ein bisschen daran, ne, an die eventuellen schlaflosen Nächte, die dann kommen. Ich bin ja mal gespannt, wie sie dann so ist. Eigentlich waren bis jetzt alle meine Kinder immer sehr gute Schläfer, Alhamdulillah. Also die haben wirklich immer top geschlafen, alle. Deswegen bin ich gespannt, wie sie dann so drauf ist. Ich hoffe, sie ist auch eine gute Schläferin. Mal gucken, ob sie auch ist, wie alle anderen. Und unbedingt bei mir im Bett schlafen will. Ich hoffe, das klappt mit dem Beistellbett gut. Dass sie einfach neben mir liegt, aber trotzdem in ihrem Bettchen. Nächste Schicht. Ja, und ich bin halt immer noch nicht fertig, ne? Muss halt immer noch ein paar Sachen besorgen. Ich guck mal, ne? Also, ne, wenn sie so circa Ende April kommt, ob ich da noch so ein Overall für sie holen soll oder einfach nur noch so ein Jäckchen. Mal gucken, was sind denn da so für Temperaturen. Gucke ich dann nochmal, ne, damit ich weiß, was die Kleine denn noch braucht. Hier und da noch zwei, 3 Klamottchen fehlen. Ja, da finde ich ja voll witzig, ne? Ich sehe ja so überall so Videos, ne? Jetzt ist ja mein Algorithmus ja auch voll getrimmt auf Baby-Content und Mama-Content und Schwanger und sowas alles. Und dann sehe ich so, was die alles packen für ihre Kliniktasche und denke mir so, warte, braucht man das alles? Also so gerade so fürs Baby, ich glaube, ich habe halt einfach damals nur Klamotten zum Nachhausegehen mitgenommen. Ansonsten war ja im Krankenhaus Windeln, alles, was man an Babyprodukten braucht, hat immer das Krankenhaus, also ne, gab es immer da. Und auch Klamotten waren immer da. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob sich heute irgendwas geändert hat. Ob man jetzt mehr Sachen mitbringen muss, dass das Krankenhaus nicht mehr alles da hat. Weil wie gesagt, ihr könnt mich daran nicht erinnern. Es war eigentlich immer alles da. Und dann hatte ich nur die Klamotten
zum Nachhausegehen mitgenommen gehabt. Und für sich selber halt auch. Pyjama, Bademantel, Pflegeprodukte. Sowas halt, ne? Du hast ja im Krankenhaus auch, kriegst ja die Binden hast du da im Krankenhaus. Dann hast du da diese Einwegs-Schlüpfis oder was. Gibt's das alles nicht mehr? Sag mir da Bescheid. Weil ich weiß, das kann man ja auch, gibt's auch bei DM und so weiter kaufen. Finde ich auch ganz praktisch, dann auch für zu Hause. Danach gibt's das etwa alles nicht mehr oder was? So, okay. Victoria schreibt, was sagt sie? Ist das Video okay? Vlog ist done, lädt gleich hoch. Super, ja, ist ja schon 17 Uhr. Ihr könnt live verfolgen, so, ihr habt ja schon das Video dann gesehen, hoffentlich. Wann ist es denn online gegangen? So, ich muss ja jetzt auch noch das Video jetzt einmal durchgehen. Ne? Ich hoffe, ich muss da jetzt nicht noch mal irgendwas noch großartig ändern. Manchmal, ich bin ja auch so, ihr wisst ja, ich quatsch viel und ich sag schon der Victoria, ne, guck, dass du immer mein unnötiges Gequatsche rausschneidest oder ich wiederhole mich voll oft. Aber ja, manchmal ist dann so selber ich kann mich dann in meinen Videos nicht ertragen. So, wenn die Kinder dann die Videos sagen, ich sage, mach die Olle aus, ich kann die nicht mehr hören. Aber ja, deswegen ist dann immer so, wenn ich dann so die Videos durchgehe, gehe ich immer noch so 1, 2 Runden durch und dann finde ich immer noch so ein bisschen was ich denke, okay, das muss jetzt nicht rein, das kann ich jetzt wieder rausschneiden. Aber es sind halt auch immer so Sachen, ich will die euch auch erzählen, ne? Das sind alles wichtige Infos. Letztens hat jemand so gemeckert wegen meinem Atmen. Ja, sorry, das ist gerade so, aber da ist halt auch so, ne, muss ich der Victoria auch nochmal erinnern. Bitte immer leiser stellen, ne, meine Liebe, meine Atmung. Ich denke dann schon eher dann daran, dass ich da so ein bisschen den Ton leiser stelle oder so ein bisschen so bearbeite. Ja, triggert halt manche, sind da so ein bisschen empfindlich, ne. Manche haben ja auch so was Problem mit diese Schmatzgeräusche und was nicht alle dirbt heutzutage. Das ist gerade mein Pregnancy-Atem. Dann süß Nachtisch habe ich jetzt nicht gemacht, also ganz ehrlich, wer Nachtisch möchte, der soll sich was machen, ey. Der hat ja genug hier zu Hause, ne? Guck mal, die hocken alle da. Wenn ihr Nachtisch wollt, macht euch was. Ich sage mal, hier ist Thermomix, der spuckt euch alles aus. Wenn ihr Kekse machen wollt, alles ist da an Rezepten. Ich wollte jetzt auch ich wollte eine Biskuitrolle machen. Die geht nämlich auch immer super schnell. So im Thermomix gibt es so ein Rezept und so eine Biskuitrolle ist halt einfach super schnell gebacken, super schnell zusammengerührt und dann macht ihr euch einfach eine schöne Füllung. Aber ja, heute hätte ich es jetzt eh nicht, weil ich habe keine Sahne mehr da. Morgen kommt mein Online-Einkauf. Ist so praktisch heutzutage. Einfach alles bestellen, kommt nach Hause direkt vor die Tür. Und wir sind fertig. Also heute super easy. Ich kann mich gleich auf die Couch packen. Und dann gehe ich gleich mal das Video durch. Und hoffe, das ist gut geworden. Ich hoffe, euch gefällt das. Also sehr gerne immer einen Daumen nach oben da lassen. Das ist immer ein schöner Support. Ich weiß dann auch, was kommt bei euch an. Und hier auch, ne, wenn ihr dann nach Rezepten fragt, das ist halt nochmal alles extra aufwendiger, wenn ich das jetzt nochmal so genauer abfilme und euch noch ein Rezept irgendwie in die Infobox schreiben muss. Vor allem, ich muss halt auch immer alles so rechnen. Wisst ihr, weil ich koche halt einfach so, ne, nach Pi mal Daumen, alles nach meinen so, Und dann immer euch so ein Rezept zu erstellen, nimmt halt einfach noch mehr Zeit. Deswegen merkt euch einfach eure Favoriten, sage ich jetzt mal, was ihr so seht in den Videos. Und dann schreibt mir gerne, Roxana, du musst bitte das nochmal extra abfilmen als Rezept. Dann mache ich das, ne? Dann kommt das halt eben nach Ramadan wie in die Mittwochskochreihe. Ich habe ja da immer wieder, wo ich mir Sachen so reinschreibe, die ich dann für euch abfilmen möchte als extra Rezept, weil das findet ihr dann da immer super wieder. Und jetzt im Ramadan soll es halt einfach eine kleine Inspiration sein. Und es sind ja auch immer, ihr wisst, alles immer so eine kurzen Einblicke in den Alltag. Ne? Ich stelle ja halt auch nicht immer jede Sekunde die Kamera auf, während ich irgendwie rumflitze. Ich sag's euch, vor allem diese Kompressionsstrümpfe anzuziehen, das ist ein eigenes Workout für sich. Also Hikmet hilft mir schon immer, die anzuziehen, aber das ist es anstrengend. Viele Dinge sind gerade einfach anstrengend. Und ich werde voll den Sport machen in der Schwangerschaft. Vom wegen. Sport ist für mich nachts, wenn ich mich einmal umdrehen muss. Oh mein Gott, ey, ich weiß euch, das ist so Dings, aber da kriegt man so direkt so Flashbacks, dass man das schon immer kannte. Ne? Und eben nachts, du liegst halt auf der Seite und jetzt willst du dich umdrehen. Und glaubt mir, ihr erkennt einen guten Partner daran, wie er euch behandelt, wenn ihr schwanger seid. Der Hikmet, der kriegt sofort mit, dass ich mich umdrehen will. Er steht sofort auf, hilft mir, macht mein Kissen wieder auf die andere Seite, hilft mir, mich umzudrehen. Das ist so witzig. Muss dann immer so lachen. Nur noch Käse rauf, ab in the oven.
Wer fehlt noch? Allah. Abkühlt und durchzieht. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم ضالين ويل لكل همزة لمزة Die Kinder haben Cookies im Thermomix gemacht. Ich habe ja gesagt, wenn ihr was Süßes wollt, macht euch. Haben sie gemacht. Seht ihr? Ja, aber ihr habt die Schokolade ist ein bisschen klein geworden, ne? Dass dieser Teig so dunkel ist. Normalerweise ist der Teig ja hell und dann die Schokostücke. Ah, ihr habt ein anderes Rezept genommen. Ja. Ach so. Ah, okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Dann aufgeräumt haben die auch. Also das ist immer nach dem Essen. Ich leg meine Beine hoch, ne? Die haben hier abgewaschen, aufgeräumt, Spülmaschine voll gemacht. Okay. Da warten noch 2 Töpfe. 2 Töpfe von der Thermomix warten noch, aber wie gesagt, damit ihr wisst, ne, damit ihr nicht immer dann sagt, so, okay, da hat aber einer nicht gründlich abgewaschen. Gut, wir sind mal nicht so, ne? Das nächste Blech hier. Jetzt habt ihr das schön gemacht, ne? Ist doch nicht schwierig, oder? Ja. Was will man mehr? Thermomix sagt dir, was du reinhauen sollst, was du machen sollst, und was du den Backofen machst. Und schon hast du hier Cookies. Doch, ich probiere mal die Cookies von den Kids, wie die gemacht haben. Die Jungs sind auch in der Moschee. Die sind nicht da. Wir lassen jetzt langsam den Abend ausklingen. Ich bin K.O. Ich setze mich jetzt hin und lade jetzt die ganzen Clips hoch, damit die liebe Victoria hier wieder den nächsten Vlog zusammenschneiden kann. Der ist ja zum Glück pünktlich 20 Uhr online gegangen. Schreibt mir mal auch, ob das euch so passt, die Zeit. Ich denke, ich würde das auch so beibehalten mit der 20 Uhr. Aber schreibt mir da gerne nochmal. Das war wirklich so eine Hektik heute, so ein Stress mit den Clips. Hat so lange gedauert, dann war das Video fertig, dann musste ich das wieder runterladen. Hat 1,5 Stunden gedauert. Und dann habe ich es nicht mal durchgeguckt und direkt hochgeladen. Ist auch ein bisschen lang geworden. Ich hätte jetzt da noch hier dies und das gekürzt, aber könnt ihr mir auch gerne sagen, ob das so okay für euch war. Aber ich schaue mal, dass die nächsten nicht ganz so lang sind. Ich weiß, ne? Wer hat wieder was geschrieben? Müssen wir die Tage dann jetzt ein Chai and Talk wieder machen. Ich beende Ramadan Tag 2 hier für heute und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir immer sehr, sehr gerne Feedback da. Wie gesagt, das sind immer so einzelne Ausschnitte. Oft ist der Alltag ja auch hektisch und stressig und nicht immer stellt man die Kamera auf in jeder Situation. Von daher, ich versuche immer wieder euch hier so eben aus dem Alltag, gerade jetzt im Monat Ramadan, im Fastenmonat mitzunehmen und hoffe, wir sehen uns morgen an Ramadan Tag 3 wieder.